Hello dear Momandiers and welcome back to Talks with Cecilia. Hallo ihr lieben Momandier und willkommen zurück bei den Gesprächen mit Cecilia. Heute möchte ich ein sehr interessantes Thema aufgreifen, nämlich Meisterschaft. So the topic for today would be mastery in general, and let's ask your guides on their view what mastery really is. Also wie würden denn Cecilias geistige Führer Meisterschaft definieren? Okay, I assume, Alexander, that by that you refer to spiritual master. Also wenn du Meisterschaft sagst, meinst du höchstwahrscheinlich spirituelle Meisterschaft. Because you could be a master of carpentry or have a master degree at university. Weil man könnte natürlich auch Tischlermeister sein oder einen Masterabschluss auf der Universität haben. So, it is spiritual mastery, is it? Also ist es wohl spirituelle Meisterschaft. Natürlich. Okay. So, in 1995, it was a vital year for me. 1995, was für mich persönlich ein sehr zentrales Jahr war, because then I received contacts beyond anything I've had before with spiritual beings. habe ich neue Kontakte bekommen, jenseits all dessen, was ich vorher erfahren habe, in Verbindung mit spirituellen Wesen. And for instance, they brought through spiritual techniques that they called the new light body. Und zum Beispiel haben sie dann auch spirituelle Techniken vermittelt, die sie den neuen Lichtkörper nennen. And they said that if you want to study those techniques, Und sie sagten, wenn du diese Techniken studieren möchtest, there are some requirements. gibt es ein paar Voraussetzungen. First of all, if you are willing to become a spiritual master. Zuerst mal solltest du willens sein, ein spiritueller Meister, eine spirituelle Meisterin zu werden. And normally everyone says, yes! Und normalerweise würde jeder sagen, yeah, das machen wir. And then they ask us what we believe to be a spiritual master. Die nächste Frage ist dann, ja, was glaubst du denn, was ein spiritueller Meister oder eine Meisterin ist? And for me, that would be someone that is loving, Für mich wäre das jemand, der liebevoll ist, wise, weise, all-knowing, allwissend, a creator, Schöpfer bzw. Schöpferin, a being of light. ein Lichtwesen. So that's what I would have answered on that question. Also auf die Frage hätte ich das eben geantwortet. And then they say, yeah, so if you want to be a spiritual master, Wenn du also spirituelle Meisterin sein möchtest, then be that one that you define. dann sei genau diejenige, die du gerade definiert hast. And so that's the path I am on still, of course. Das ist also immer noch der Weg, auf dem ich mich natürlich befinde. We do not change from one second to the next. Wir verändern uns nicht von einer Sekunde auf die nächste, Not because we can't, nicht weil das nicht möglich wäre, but because it feels unusual. sondern weil es sich ungewohnt anfühlt. We find it difficult to relate to that. Wir empfinden es als herausfordernd. For instance, in my seminars, people always say, oh, I wish for this or that. Zum Beispiel in meinen Kursen sagen die Leute oft, oh, ich wünsche mir dieses oder jenes. For instance, I wish to have success. Zum Beispiel wünsche ich mir Erfolg. And why don't they have success? Warum haben sie dann keinen Erfolg? If that's what they want, if everyone is a creator. Wenn sie das dann wollen und alle Schöpfer sind. That is because they are not used to it. Einfach, weil sie nicht daran gewohnt sind. And so when that approaches, they sort of repel it. Wenn sich das also im Begriff ist zu nähern, dann stoßen sie es wieder weg. Therefore, it's important to whatever you want to create that you get used to the idea of living that life. Wenn du also eine bestimmte Sache erschaffen möchtest, ist es auch wichtig, dass du dich daran gewöhnst, mit dieser Sache dann auch zu leben. And the same thing with being a spiritual master. Und das Gleiche gilt damit, spiritueller Meister oder Meisterin zu sein. Get used to that step by step. Gewöhne dich also schrittweise daran. There is no rush. Da gibt es ja keine Eile.
And I believe everyone can be a spiritual master. Persönlich glaube ich, dass jeder und alle spirituelle Meister sein können. In a way, we already are, In gewisser Weise sind wir das auch bereits, because we are all creators of our life. da wir alle Schöpfer unseres Lebens sind. And perhaps we have used that creative power to create the belief systems that we were brought up to. Vielleicht haben wir auch genau diese Schöpferkraft angewandt, um jene Glaubenssysteme anzuwenden und in sie hineinzuwachsen, die wir auf unserem Lebensweg übernommen haben. That is how I lived my life previously. So habe ich mein Leben früher gelebt. I created all kinds of awful things for myself, Ich habe alle möglichen schlimmen Dinge für mich selbst erschaffen, such as people trying to kill me, dass zum Beispiel Leute Mordversuche auf mich unternommen haben, financial ruin, finanzieller Ruin, all things that would show me that I wasn't worth anything. all die Dinge, die mir gezeigt haben, dass ich überhaupt nichts wert bin. So I created my reality to correspond to that belief of not being worth anything. Also habe ich meine Wirklichkeit entsprechend meiner Überzeugung erschaffen, dass ich nichts wert bin. All the same, I was a creator. Trotzdem war ich Schöpferin. The point here is about if you could create all these troubles that you've had, Es geht eben darum, wenn du dazu in der Lage warst, all diese Schwierigkeiten für dich zu erschaffen, see that as a proof that you are a creator rather than telling yourself how terrible you are for having created it. kannst du dir auch sagen, dass dies ein Beweis dafür ist, dass du Schöpfer oder Schöpferin bist, anstatt dir vorzuhalten, dass du deine schöpferische Kraft in dieser Weise falsch angewandt hast. Wow, look at what I've created. Sondern sagst, wow, schau dir das an, was ich erschaffen habe. I must have really some power. Ich muss wirklich Kraft haben. And now I will use that to create the things that I would love to have. Und jetzt werde ich diese Kraft dazu anwenden, die Dinge zu erschaffen, die ich liebend gerne habe. A spiritual master is a creator who creates the divine reality. Ein spiritueller Meister oder eine Meisterin ist ein Schöpfer, der die göttliche Wirklichkeit erschafft. That creates more love, more light, more consciousness. Er oder sie erschafft mehr Licht, mehr Liebe, mehr Bewusstsein. And that is how I see it. So sehe ich das. And I don't think that anyone else can teach us how to become a spiritual master. Ich glaube auch nicht, dass uns irgendjemand lehren kann, wie man denn spiritueller Meister wird, Except ourselves. außer uns selbst. By looking at the spiritual master and contemplate, what do I see in this being? Indem man sich einen spirituellen Meister vorstellt und sich ansieht, was man in diesem Wesen sieht. Then you can perhaps see love, light, Dann kannst du vielleicht Licht sehen oder Liebe, compassion, Mitgefühl, peace. Frieden. And if you can see that in a spiritual master, Wenn du das in einem spirituellen Meister, einer Meisterin sehen kannst, know that it is within you. wisse dann auch, dass es in dir ist, For you can only see in this world what is within you. weil du nur in der Welt sehen kannst, was in dir ist. Therefore, if you can see any quality of a spiritual master, Also ist es dementsprechend so, dass egal welche Qualität du in einer spirituellen Meisterin siehst, you have the potential to develop into that master. hast du das Potenzial, dich genau in diese Meisterin zu entwickeln. So we are all seeded with everything we need to become a spiritual master. Also ist bereits in uns der Same gelegt, für alles, was nötig ist, um uns zu spirituellen Meistern zu entwickeln. But how would you know that someone is? Aber wie würdest du denn wissen, dass das jemand ist? Certainly not by them telling you that they are a master. Sicherlich nicht dadurch, dass sie dir sagen, dass sie spirituelle Meister sind. Because if you're one, you live by the example, Denn wenn du einer bist, dann lebst du das Beispiel. not by bragging about it or putting that title on yourself. Nicht, dass man damit angibt oder dass man sich selbst den Titel gibt.
So what was your question, Alexander? Did I answer it or is there something more? Also die ursprüngliche Frage war ja, wie würden die geistigen Führer spirituelle Meisterschaft definieren? Und ich denke wohl, da hat man einige Ausblicke bekommen, über die man dann Überlegungen anstellen kann. Und das führt dann vielleicht zu anderen Fragen. First, Zuerst, a spiritual master is patient with self. ein spiritueller Meister, eine Meisterin hat Geduld mit sich selbst. So be patient with yourself. Also seid geduldig mit euch selbst. You are perfect as you are. Du bist ja perfekt, wie du bist. And you have everything you need within Und du hast alles, was du brauchst, im Inneren, to evolve spiritually. um dich spirituell zu entwickeln. Okay? Dann danken wir für euer Interesse und heißen euch willkommen zu einem anderen Gespräch mit Cecilia.